Ahlan, kirakum, ça va? Ja, das ist zwar kein Deutsch, das ist Arabisch und zwar aus Algerien. Weil heute machen wir eine Kerentika. Und in Algerien ist ja mit mehreren Kulturen geprägt. Und zwar auch Französisch, aber auch Spanisch. Ich habe auch eine sehr schöne Geschichte für euch bezüglich des Gerichtes, aber erstmal los geht's. Für die Kerentika brauchen wir 150 Gramm Kichererbsenmehl und 450 Milliliter Wasser. Du brauchst auch einen Esslöffel Senf, ungefähr einen Esslöffel Olivenöl, ein Eier, eine Prise Salz, etwas Kürmchen, also Kreuzkümmel und hier auch Paprikapulver oder Harissa, wie ihr möchtet. Und zwar, das soll pikant sein, natürlich je nach Geschmack. Es geht's los, das ist ganz einfach. Also einmal das Eier hier rein, genauso. Eine Prise Salz rein, ganz bisschen. Okay. Jetzt nehmen wir das Form. Mit Hilfe des Pinsels einmal schön malen. Hier. Genauso. Damit beim Backen nicht so fest klebt. Okay. Und auch ganz wichtig, jetzt könnt ihr schon den Ofen vorheizen. Und zwar bei 180 Grad. Das ist sehr, sehr wichtig und sehr relevant. Warum? Weil wenn die Kerentika im Ofen geht, soll das richtig heiß sein. Hier haben wir das Kichererbsenmehl. Wir machen rein Salz. Mit Hilfe eines Gabels oder einen Löffel habe ich ja gerade dabei. Einmal berühren. Ich nehme Senf, mache ich rein. Okay. Olivenöl. Okay. Und das gebe ich hier rein. Auch das Wasser nicht vergessen, natürlich. Langsam. Wir machen so ungefähr die Hälfte. Können wir ein bisschen so ganz langsam verrühren. Und mit dem Mixer, so Stufe 1, und jetzt den Rest des Wassers auch drin. Ein bisschen. Und dann geht es weiter für ungefähr eine Minute oder weniger. Und auch ganz wichtig, ab und zu abschmecken. Das ist ja wichtig zu kontrollieren, ob es schmeckt. Also abschmecken ist gut. Das kann man, ich würde sagen noch ein bisschen Salz. Ganz bisschen Prise Salz. Genau, so. Das ist keine exakte Wissenschaft, Kochen. Jetzt geben wir die Mischung hier rein und das soll ungefähr 2-3 cm. Das heißt, wenn ihr anguckt, ungefähr 2-3 cm. Das ist das jetzt gerade, was wir gemacht haben. Mehr nicht. Also das ist jetzt perfekt.
Gut. Wie gesagt, jetzt im Ofen sehr heiße Hochtemperatur, 180 Grad. Yallah, zum Ofen. Wir werden jetzt die Kerentikka reintun und zwar für ungefähr 20 Minuten. Auch ganz wichtig ist, dass der Ofen sehr heiß ist, wenn die Kerentikka reingeht. Wir lassen jetzt die Kerentikka für 20 Minuten. Wir kontrollieren kurz nach 20 Minuten, ob es alles in Ordnung ist. Wir sind jetzt gerade bei ungefähr 25 Minuten. Die Kerentikka ist da drin, schön warm, schön lecker auch. Wir holen die raus. So, hey, hello. Guck mal, das, was ich für euch habe. Eine sehr leckere Kerentikka. Jetzt erzähle ich euch die Geschichte von der Kerentikka. Das ist ganz spannend. Die Kerentikka ist heute eine Erbschaft der Kultur von Oran oder Wahran. Wahran ist eine Stadt in der westlichen Region Algeriens. Und die Kerentikka ist heute fast weltweit berühmt. Das ist ein Star. Gibt es in Algerien überall, in Marokko, in Paris, in Frankreich und vielleicht auch bei euch in eurer Küche, in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich. Wir werden das jetzt ausprobieren. Yallah! Also schön mit Kreuzkümmel, Gewürzen, je nach Geschmack, viel oder wenig. Und jetzt kommt auch, wenn ihr möchtet, Harissa, entweder flüssig oder wie bei mir so, und zwar Pulver. Das ist hier allerdings Paprikapulver, also pikant allerdings. Und so sieht's aus. Können wir das jetzt ausprobieren. Yallahu. Und diese Kerentikka können wir pur essen, also ohne Gewürz, oder können wir auch mit Gewürz essen, und zwar auch mit Baguette. Also in Algerien sagt man Tipena, das ist so Petit Pain, arabisiert, algerianisiert. Ich esse das ohne. Köstlich, das ist lecker. Mleha, vraiment mleha. Mleha ist, das heißt lecker. Ich mache weiter, ne? Sehr lecker. Ich hoffe, werde ich das auch bei euch probieren, weil das ist sehr lecker, sehr gesund und schmeckt und sehr gesund. Yallah, bislama.